Aber wenn du mit deinem Bruder abhaust, dann hab ich keine Mutter mehr. Es ist der falsche Weg. Wir müssen irgendwo anders lang. Philipp, ich werde zu dir kommen. Hör mal, wenn das jetzt heißen soll, dass ich mich in Zukunft alleine um Ludwig und Helena kümmern muss, dann... Ich will das alles nicht mehr. Das ist doch sinnlos. Kannst du mir jemals verzeihen? Ich habe dir doch schon längst verziehen. Ich bin froh, dass du immer noch meine Freundin bist. Ich habe doch gesagt, dass ich das immer sein werde. Also wenn Sie mir die Mail geschickt haben, verstehe ich nicht so ganz, warum sie noch nicht da ist. Vielleicht ist dein Postfach verstopft. Bei mir ist gar nichts verstopft. Sag mal, hast du getrunken? Ein bisschen Champagner. Ich war auf der Hochzeitsfeier von Olli Sabel und Christian Mann. Tu dir keinen Zwang an. Meine EDV-Expertin wird sich darum kümmern, okay? Ich melde mich wieder. Danke. Hör zu, Expertin, lösch mal diesen ganzen Kram. Das brauche ich alles nicht mehr. In 5 Minuten ist dein Postfach so leer wie Jessicas Hirn. Um Gottes Willen. Ich telefoniere mal draußen, ja? Ja. Die habe ich vor 6 Wochen bekommen. Von Philipp. Vor 6 Wochen? Ich weiß, was du mir damit sagen willst, aber ich glaube, er hatte diese Idee, als er noch lebte. Ich bekomme zu jedem Jahrestag eine Rose. Für mich ist das, als würde er noch leben, als würde er an mich denken irgendwo da draußen. Ah, das klingt total bescheuert, oder? Nein, das klingt sehr, sehr romantisch. In dem Brief, der Rose beiliegt. Und ich finde, besondere Tage brauchen besondere Rituale. Darum bekommst du ab jetzt jedes Jahr an diesem Tag eine Rose. Lieber Jan, was kann ich dir jetzt noch sagen? Du sagst, ich soll mit dir gehen. Aber wohin? Wo soll dieser Ort sein, an dem wir beide zusammen glücklich sein können? Gibt es ihn überhaupt? Und sollen wir dafür wirklich alles aufgeben? Frau Wolf, da sind Sie ja. Ja, ich war in der Teeküche. Die Unterlagen müssen heute noch raus. Ich erinnere mich dunkel an dieses Wort mit den 5 Buchstaben und den 2 Ts. Flott. Wie ist die denn drauf? Na, so wie immer. Du kennst sie doch. Sag mal, hat Ansgar auch Termine, bei denen es nicht ums Business geht? Wieso willst du das wissen? Weil ich seine Tochter bin. Also er ist sehr diskret. Über uns laufen nur die Geschäftstermine. Jetzt komm schon. Der hat doch eine Geliebte, oder? Eine?
Kim. Ich habe mich genau einmal mit seinem Liebesleben beschäftigt. Und die Folgen kennst du. Ja, es interessiert mich auch nicht, tut mir leid. Lahnstein Enterprises, Wolf? Ja, kleinen Moment, ich schau mal nach. Eine Trauung mitten im Wald. Ja, und du musst zugeben, als der Standesbeamte aufgetaucht ist, hast du im Moment echt Panik bekommen. Ich wusste gar nicht, dass Christian und Olli ein zweites Mal heiraten. Du? Was, ich? So, los, lass uns jetzt Schnitzel suchen. Wo sind die verdammten Schnitzel? Da lang. Oh Mann. Tanja von Lahnstein und ihre Extrawürste. Was machst du denn da? Der Baum hart. Du hast ja schon einen im Tee. Wir wollten mit dem Glühwein doch warten, bis Tristan und Marlene wieder da sind. Einer musste ja probieren. Übrigens, ein bisschen zu süß, finde ich. Der Baum verliert schon die ganzen Nadeln. Wird Zeit, ihn abzuschmücken. Ja, ich strecke ihn noch ein bisschen. Marlene und Tristan sind sicher ganz doll durchgefroren, wenn sie wiederkommen. Bestimmt nicht. Dafür habe ich gesorgt. Wo bleiben sie überhaupt? Hoffentlich haben sie sich nicht verlaufen. Meine Töchter verlaufen sich nicht im Wald. Verkehrt rum. Da ist Norden. Ja, sage ich doch. Da lang. Vertrau mir, ich bin die Tochter des Försters. Das hier sind die Die Wälder Wälder meiner... deiner Ahnen und du hast dir schon an jedem Baum gespielt. Ja, ja, schon. Hey, guck mal da. Scharaffa, Schaffala. Was ist denn das für eine Sauklaue? Schlaraffenland? Du kannst das entziffern? Na, entschuldige bitte, ich kenne doch wohl die Handschrift meines Vaters. Handschrift? Das sieht eher aus, als ob er es mit den Füßen geschrieben Na hätte. los, komm, hier lang. Oh nein, das darf nicht wahr sein. darfst du. Ich geh vor. Na, hoffentlich kriegt Marlene dein romantisches Picknick nicht in den falschen Hals. Sie könnte ja glauben, du willst sie mit Tristan verkuppeln. Für wie unsensibel hältst du mich denn? Marlene ist vor 5 Wochen vergewaltigt worden. Da suche ich jedoch keinen neuen Mann. Außerdem ist dieser Tristan ein echt feiner Kerl. Er tut Marlene gut. Und das ist doch die Hauptsache. Viel zu schade für den Glühwein. Also an die spanischen Essenszeiten werde ich mich nie gewöhnen. In Deutschland gäbe es jetzt Kaffee und Kuchen. In Südamerika essen die Leute noch viel später. Ach ja? Also das wäre wirklich nichts für mich. Das Essen muss einem doch wie Steine im Magen liegen. Auch wenn ich zugeben muss, diese Paella ist vorzüglich. Danke. Für mich nicht. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Mit dir und Jan? Timo hat mich vor die Wahl gestellt. Was heißt das? Das heißt, dass ich mit Jan weggehen kann, wenn ich das unbedingt will, aber dann habe ich keinen Sohn mehr. Noch ein Mann mit Prinzipien. Papa, das Thema hatten wir gestern schon. Ja, und wir brauchen eine Lösung. Ich bin gespannt, wie die aussehen soll. Du und Jan, ihr seht euch nicht wieder. Vorerst jedenfalls. Was willst du deinem Sohn noch zumuten? Du willst also alles hier aufgeben. Für ein Leben mit deinem Bruder. Das ist allein meine Entscheidung. Nein, Julia, ist es nicht. Es betrifft uns alle. Wenn ich mit Jan weggehen will... Für wen hältst du dich eigentlich? Für Kleopatra, die ihren Bruder heiratet? Wach endlich auf! Wir leben im 21. Jahrhundert. Und du hast eine Familie. So langsam weiß ich wieder, warum ich all die Jahre nichts mit dir zu tun haben wollte. Julia, bleib hier! Sie wird sich schon wieder beruhigen. Wie weit ist das denn noch? Was ist? Keine Kondition mehr? Wir sind ja gleich da. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das Einzige, was ich hier sehe, ist Wald. Ich verlaufe mich nie. Ja, jetzt geht das wieder los. Dein Vater, der Förster, hat den Wald quasi erfunden. Schöne Idee eigentlich. Das mit der Heirat in der Hütte. Ich dachte eigentlich immer, du stehst auf diesen Kleinbürger-Quatsch. Schloss, weiße Kutsche, alles pseudoedel und pompös. Das habe ich nun wirklich hinter mir. Bei meiner nächsten Hochzeit bin ich ganz flexibel. Wow, was ist das denn? Ich glaub's ja nicht. Wir haben sie gefunden, die Schnitzel.
Die absolut Besten der Welt. Das sieht richtig romantisch aus hier. Ach, vergiss es, das Flussufer hier sieht immer so aus. Ja, dann nehmen Sie bitte Platz. Hey. Ich dachte, du bist raus aus dem Verein. Ja. Monsignor Matteo lässt uns hier noch ein bisschen wohnen. Nett von ihm. Was macht ihr denn da? Ich zeig den Jungs, wie man die Kugellage reinigt. Du meinst, bis Julia sich endlich entscheidet und sagt, was Sache ist. Ich bete, dass sie nicht mehr allzu lange warten muss. Was machst du denn, wenn sie sich wirklich für dich entscheidet? Dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Schon klar. Aber ich meine, wo wollt ihr denn hin? Ihr müsst doch irgendwo wohnen und ein neues Leben aufbauen, als Paar. Da wird sich was finden. Leonie, egal was passiert, du weißt, dass ich immer für dich da bin, oder? Timo? Geh mal zu ihm, wenn er sich schon meldet. Ich glaube, es ist vollkommen egal, was die anderen Leute sagen oder denken. Wichtig ist nur, dass du das tust, was dein Herz dir sagt. Und wenn die Liebe stark genug ist. Meine Liebe ist so stark, dagegen ist die Schwerkraft der Hauch einer Schneeflocke. Schneeflocke. Auf Mallorca. Man sagt, eine Mutter tut mehr für ihren Sohn als für ihr eigenes Leben. Was für eine Mutter wäre ich, wenn ich mit dir gehe? Und kann ich es überhaupt ertragen, meinen Sohn nie wiederzusehen? Was für eine Schnapsidee. Du hast wirklich den Orientierungssinn einer Blindschleiche. Wenigstens habe ich überhaupt noch einen Orientierungssinn. Hallo, ihr beiden. Was ist denn los? Ja, das Gleiche könnte ich dich fragen. Wieso schickst du mich mit diesem Typen in den Wald? Entschuldigung, dass ich so mit Frau Försters Tochter nicht mithalten konnte. Der hat die falschen Schuhe an, kann keine Karten lesen und hat Angst vor Wölfen. Da waren Wölfe. Das war der Wind. Ich habe sie doch selber gesehen. Ich wusste doch, dass das kein guter Plan ist. Ja. Hallo, ihr beiden. Hallo. Vielleicht trinken wir alle erstmal zusammen Glühwein, das hebt die Laune. Oh ja, gib mal her. Ihr habt wirklich was verpasst. Oh ja. Wir waren im Schneider. Es war auf der Hochzeitsfeier von Christian und Olli. Und es war echt der Hammer, obwohl die beiden gar nicht da waren. Ja, die haben sich nämlich in einer Waldhütte trauen lassen. Ich weiß, wir waren die Trauzeugen. Aber sag mal, ihr beiden, es hat euch doch gefallen, oder? Also kann ihm bitte endlich einer recht geben, sonst hört das heute nie auf. Das war wie Hänsel und Gretel, nur mit Schnitzel. Danke, Papa, das war so süß von mir. Oh, Vorsicht. Oh, Entschuldigung. Gut, na dann, Ja, Glühwein? ist genug für alle da. Ja, nehmt euch. Danke. Prost. Touch, need of kiss, need of close. Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Gräfin Helena? Ja, es ist eine Ewigkeit her, dass ich das sagen konnte, aber es ist alles in Ordnung. Danke, Justus. Möchten Sie noch einen Schluck? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber unser Gast soll ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Das wird er aber, weil du alles ausgetrunken hast. Ja? Danke, ich habe noch einen Termin, da brauche ich einen kleinen Kopf. Solange du keine Karten lesen musst. Naja, jedenfalls war das echt eine schwere Geburt mit Christian und Olli. Aber jetzt sind die beiden ja wieder zusammen. Ja, wer hätte das gedacht, nach all dem, was die beiden durchgemacht haben? Ich meine, die waren eine Ewigkeit nicht zusammen, oder? Beide hatten was Neues am Start. Ich glaube, eine große Portion Leiden gehört immer dazu. Den beiden wird schon nicht langweilig werden in der Waldhütte. Kann ich mal eben euer Bad benutzen? Ja, klar. Dein Camp ist nicht die ganze Zeit besetzt? Geh durch und da links.
Oh, das muss doch nicht sein, oder? Hast du Angst, dass Tristan das Bad nicht findet? Ich mag ihn. Hast du uns deshalb zusammen in den Wald gejagt? Das war echt ein schräger Plan. Naja, ich dachte, ein bisschen frische Luft tut einem blassen Manager mal ganz gut. Und? Nichts und. Dann ist ja gut. Mir steht im Moment wirklich nicht der Sinn nach einem Mann. Jetzt nicht, aber später vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn, dann sicher nicht Tristan. Wir sind gute Freunde, aber nicht mehr. Justus? Du hast mich jetzt nicht ernsthaft mit unserem Butler verwechselt, oder? Helena. Ach, das, war einfach... Vergiss es. Macht nichts, es gibt Schlimmeres. Du hast mit Nico gesprochen. Stell dir vor, sie hat mir endlich verziehen. Das ist fantastisch. Mann, Tristan, ich fühle mich wie neu geboren. Die letzten Monate, das war... Kennst du das, wenn einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben nichts mehr mit dir zu tun haben will? Oh ja, das kenne ich. Sag mal, hast du getrunken? Vielleicht ein klitzekleines bisschen. Also, Frau Wolf, die macht einen Punsch. Mein lieber Scholli, der hat's echt in sich. Man riecht's. Alles okay? Ja, mir geht's bestens. Siehst aber nicht so aus. Marlene? Mach dir keine Sorgen, ich bin bald wieder auf Deck. Na dann, Prost. Weißt du noch, wo wir die gekauft haben? Auf dem Weihnachtsmarkt in Wien. Marlene war 5. Mit Weihnachtskugeln und mit Kindern ist es fast das Gleiche. Man hat Angst um sie, man wickelt sie ein, man passt auf sie auf. Sie sind so zerbrechlich. Hoffentlich buchten sie diesen Kerl ein. Und zwar für richtig lange. Ja. Seitdem sich Marlene von Hagen getrennt hat, ist sie so allein. Sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Das ist nicht gut. Na, sie hat uns. Immerhin. Du weißt, dass das nicht ausreicht. Sie hat sich wirklich sehr über deine Schnitzeljagd gefreut. Oh. Das war deine Lieblingskugel. Na, macht nichts. Ich finde eine neue. Hallo. Hi. Timo ist oben? Ich hoffe, du hast mehr Glück. Womit? Dass er dich reinlässt. Mit mir will er nicht reden. Wir sind verabredet. Das freut mich. Kann ich dich noch was Privates fragen? Natürlich. Wenn man jemanden so richtig liebt, dann kann man doch eigentlich nichts dagegen tun. Timo? Ich meine mehr so allgemein. Vielleicht doch du und Jan. Man sagt sich doch dann, es geht eben nicht, vergiss es. Irgendwann ist es dann vorbei und man verliebt sich eben neu. Aber manchmal geht es nicht vorbei. Eigentlich müsste man sich doch sagen, ja, ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein, egal was alle anderen sagen. So einfach ist das leider nicht. Was bedeutet das für dich und Jan? Manchmal glaube ich, dass die Liebe alles kaputt macht, was uns wichtig ist. Wir sollten lieber die Finger davon lassen. Und was ist, wenn die Liebe so stark ist, dass die Schwerkraft dagegen wirkt wie der Hauch einer Schneeflocke? Nico? Ah, Helena, du kommst genau richtig. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Was war mit an, bitte? Soll die in die Reinigung? Nein, die kommt weg. Das ist mir alles viel zu dunkel und zu deprimierend. Ja, vielleicht ein bisschen viel Grau und Anthrazit. Zeit für einen Neuanfang.
Mit ein bisschen mehr Farbe? Viel mehr Farbe. Danke. Hast du schon mit Daniel gesprochen? Er muss denken, dass ich der totale Psycho bin, oder? Ach was. Außerdem gibt es Wichtigeres als die Gedanken von Daniel Fritsche. Dann habt ihr euch also noch nicht ausgesprochen. Wenn schon so kompliziert anfängt, wo soll das hinführen? Elena, es ist doch nur so kompliziert, weil ich ihm eingeredet habe, dass du die alte Dame aus dem Krankenhaus um ihren letzten Willen bringen willst. Was ist mit den Vorhängen? Ich bin schuld, dass ihr beide nicht mehr zusammengekommen seid. Ach Quatsch, er hätte dir das alles nicht glauben müssen. Das war seine Entscheidung. Er hatte doch gar keine andere Chance. Ich meine, nachdem ich den Kaufvertrag und die Schenkungsurkunde gefälscht habe. Also, soll ich dir helfen, sie abzuhängen? Ach, jetzt vergiss doch mal die Vorhänge. Ich will, dass das zwischen euch beiden wieder in Ordnung kommt. Du trägst die Ringe gar nicht mehr. Nein, Sie haben uns nicht gerade Glück gebracht. Und Philipp lebt in meinem Herzen weiter, egal was ich mit den Ringen tue. Außerdem schickt er mir Rosen. Ja, er schickt dir Rosen. Hey, hat funktioniert. Ich krieg wieder E-Mails. Sag mal, nutzt du deinen E-Mail-Account eigentlich auch privat? Was heißt denn hier privat? Naja, E-Mails von Freunden oder so. Ich habe keine Freunde, die mir E-Mails schreiben. Abgesehen davon reicht mir diese Familie für meine sozialen Kontakte völlig aus. Und wenn dir mal Freundinnen schreiben? Die schreiben nicht, die rufen an. Oder man trifft sich und dann ist ja auch egal. Könnte auf jeden Fall noch ein ziemlich interessanter Tag werden. Die Börsenkurse. Triffst du dich heute mit jemandem? Ja, Mit Frauen? eine Frau ist auch dabei. Erzähl doch mal. Es wird so, wie ich es mag. Schmutzig und brutal. Ich gönne mir ein paar Drinks und lese dabei ein gutes Buch. Ich dachte schon, das ist ein Date. Also wenn es sich beruhigt, bei Dates mag ich es weniger brutal. Aber wenn du Gesellschaft brauchst, ich meine, das gute Buch könnte auch noch ein bisschen warten. Jetzt mal ehrlich. Es ist wirklich okay. Hast du wirklich keine andere Frau? Also jetzt mal ehrlich. Der Gentleman genießt und schweigt. Hätte das Gremium mir die Gelder bewilligt, hätte ich Ansgar nicht mit ins Boot holen müssen. Wenigstens finanziert Lahnstein Enterprise diese widerwärtige Kampagne nicht selbst. Unser Ruf ist im Keller, so oder so. Deshalb habe ich auch nicht zugestimmt. Solche Projekte ruinieren unser Image endgültig. In den USA ist diese Inzestkampagne auch abgesoffen. Also ich glaube an den Erfolg von Linie Clarisse Lahnstein. Mother of Incest. Spürt ihr sie nicht, die verführerische Kraft des Skandälchens? Ich find's super. Ich find's geschmacklos. Lieber geschmacklos als langweilig. Und Sie beim Friseur? Nein, wieso? Sieht man. Das würden Sie mir erklären, was das ist? Das, Herr Graf, ist Gräfin Helenas Lieblingsessen. Ah. Seit wann entscheidet die denn, was es hier zu essen gibt? Und warum sitzt sie eigentlich nicht am Tisch, wenn dieser Mampf serviert wird? Das können Sie für die aufwärmen. Ich verzichte, danke. Gibt's was zu feiern? Allerdings. Was denn? Ist sie mit ihrer nächsten Fahrerflucht durchgekommen? Nein. Nika und Helena haben sich wieder versöhnt. Zum Wohl Ansgar. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Tja, wer hätte das gedacht? Ist es ernst gemeint oder versucht Nico Helena ein Bein zu stellen? Ach, vermutlich nicht. Ihr beiden seid schließlich nicht verwandt, nicht wahr? Was für ein schöner Tag. Wenigstens für die meisten von uns. Olli, jetzt mache ich mir aber wirklich Gedanken. So groß kann die Leidenschaft nicht sein, wenn du wieder frisch verheiratet deine Tante anrufst. Da haben Sie recht. Ja, das war Emilio, der findet das auch. Jetzt genießt doch endlich mal eure Hochzeitsnacht. Ach, das habt ihr schon. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ja, wir haben auch ohne euch gefeiert. Emilio hat einen Strip hingelegt, sage ich dir. Ja, beinahe. Ja, das macht er bestimmt gerne. Also jetzt genießt mal noch euren Hochzeitstag, ja? Ciao. So, wir feiern natürlich nach, wenn die beiden zurück sind. Ich feiere sehr gerne. Olli hat auch schon eine Idee, was du ihnen schenken könntest. Ich habe da gar nichts, was denen gefallen könnte. Oh. Nee, Frau Schneider. Also ich schäle gerne 3 Tonnen Kartoffeln
Schnippel Zwiebel, bis der Arzt kommt. Aber auch ich habe meinen Stolz. Ich mach das nicht. Aha, schade, Sie hätten der Star im Schneiders werden können. Danke für Züchter. Hallo Marlene. Frau Schneider, hallo. Wie war der Ausflug? Das hat sich ja wirklich schnell rumgesprochen. Ja, Olli hat es mir erzählt. Was machen Sie denn mit Ihrem Agenten im Wald? Schnitzeljagd unter Freunden. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Espresso bitte. Gerne. Danke. Hallo. Hallo, Charlie. Auch ein Espresso? Gerne. Emma, ist alles okay bei dir? Du bist vorhin so schnell abgehauen. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Und wieso bist du dann so gereizt? Ich habe nachgedacht. Du wolltest doch so schnell wie möglich wieder zurück auf die Bühne. Also gut, dann los. Ist wahrscheinlich gerade genau das Richtige für dich. Ja, es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Bitte veranlassen Sie bei Herr Gerold noch ein neues EKG, ja? Danke. Ja. Du sortierst die Krankenhausbibliothek neu. Ja, bei welchem Buchstaben bist du? Baby? Ja, da hast du ja noch einiges vor dir. Hast du morgen vielleicht Zeit? Wir könnten ja irgendwo Kaffee trinken oder so. Morgen ist schlecht. Schade. Morgen bin ich in Paris bei Frau Rieds Tochter. Bei der echten Dagmar? Hm? Die Detektive haben sie endlich gefunden und sie ist in Paris auf Geschäftsreise. Jetzt kann ich das mit dem Walger endlich klären. Erfüllt sie ja Frau Rieds letzten Wunsch. Nein, ich habe das Triptychon geklaut, um in die Annalen der Kunstgeschichte einzugehen. Entschuldige. Du lachst mich aus. Na gut, ein bisschen. Aber hey, es geht nicht immer nur um dich. Nico hat mir verziehen. Hey, das freut mich. Wenn das Pferd tot ist, steig ab. Oh, Stand das eigentlich in allen Glückskeksen? nein, es gab auch, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Also, den hätte ich ja lieber gehabt. Ja, ist eben ein Glückskeks. Kann man sich nicht aussuchen. Sag mal, Nico, was ist los mit dir? Nimmst du die falschen Medikamente? Warum? Du verzeihst Helena? Wir haben uns ausgesprochen. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann rede mit mir und nicht mit dieser verlogenen Mischpoke. Nico, wir sind kurz davor. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, dann sind Ludwig und Helena dran. Ansgar, ich will keine Rache mehr. Weder an Helena noch an Ludwig. Die Frau hat deinen Mann auf dem Gewissen. Rache und Hass bringen Philipp auch nicht wieder zurück. Aber wir sorgen dafür, dass die beiden ihre gerechte Strafe kriegen. Helena wurde bereits verurteilt. Ja, auf Bewährung. Ansgar, mir geht es besser. Warum freust du dich nicht einfach? Ich freue mich Wahnsinn. Nico, ich freue mich wirklich für dich, aber an meinem Plan halte ich fest. Dann hätte ich dich auffliegen lassen. Du verrätst mich. Wenn du mir keine andere Wahl lässt. Dann bist du genauso dran. Was soll's? Was? Wieso soll ich denn die ganzen Kisten alleine nach hinten schleppen? Was ist mit Luca und Niklas? Ihr waren halt zuerst hier. Alter vor Schönheit. Hey, was seid ihr für Lollis? Außerdem müssen wir deine Muskeln stählen. Den zweiten Teil deines Auftritts. Nie im Leben, Frau Schneider. Für das Intro könnte ich dir die Symphoniker besorgen. Das kann ich so nicht entscheiden. Die würde ich mir erst mal gern anhören. Ich schreib's dir trotzdem auf, damit du es nicht vergisst. Wieso vergessen? Du bist doch dabei. Ich werde nicht mitkommen ins Studio. Bitte? Marlene, ich denke, es ist besser, wenn wir uns in nächster Zeit nicht so oft sehen. Hab ich irgendwas verpasst? Ich habe mir die ganze Zeit etwas vorgemacht.
Ich dachte, wir hatten einen tollen Tag zusammen. Eben. Und deswegen dachte ich eigentlich auch, ich wäre ein bisschen mehr für dich als nur der gute Freund. Du hast das gehört. Als ich aus dem Bad kam. Deshalb bist du so schnell weg. Ich wollte dich damit nicht kränken. Es war mein Fehler. Ich habe mich in dich verliebt. Und es tut mir einfach nicht gut, wenn ich dich jeden Tag sehe. Aber heißt das jetzt, wir sehen uns nicht mehr? Wenn du mich geschäftlich brauchst, dann bin ich für dich da. Aber alles andere ist mir zu viel. Räumst du nur auf oder haust du wieder ab? Mein Vater ist ausgezogen und allein mit meiner Mutter hier im Haus. Nein, danke. Und wann willst du weg? Heute. Du kannst ja ein paar Tage auf der Straße leben, wenn du Glück hast. Sammel dich Monsignor Matteo auf und dann kannst du im Zentrum wohnen. Tja, gar keine schlechte Idee. Seitdem Emilio weg ist, kann man das sogar essen. Den kannst du haben, wenn du willst. Ich hasse Weihnachtsmänner. Na, ich auch. Weihnachten an sich ist Horror. Eigentlich war das ganze Jahr Horror. Naja, nicht das ganze Jahr. Ja, Leo, ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt haben. Schleimer. Tja, ich glaube, ich werde das hier alles ganz schön vermissen. Ich auch. Vor allem euren Pool. Da würde ich jetzt gerne reinspringen. Einfach untertauchen und ewig unten bleiben. Verdammtes Atmen. Bloß der Sauerstoff nicht wäre. Leo, hör auf. Meine Mutter mit ihrem Bruder, ich mit meiner Cousine. Ich kann das einfach nicht. Jan, du bist selbst Vater. In welche Situation bringen wir unsere Kinder? Was sollen sie antworten, wenn man sie nach ihren Eltern fragt? Dürfen wir ihnen das zumuten? Und wenn Leonie genauso fühlen würde wie Timo, was würdest du tun, Jan? Würdest du mit mir gehen, auch wenn du weißt, dass du sie dann für immer verlierst? Wenn du Hilfe wegen des Prozesses brauchst oder ich irgendetwas für dich tun kann, ja, dann... Danke. Aber das hat Tristan mir auch schon angeboten. Ist er der Grund für deine Leidensmiene? Ich weiß gar nicht, wie Marlene die letzten Monate ohne dich überstanden hätte. In geschäftlichen Angelegenheiten bin ich weiter für sie da, aber alles andere ist mir im Moment einfach zu viel. Ich glaube auch nicht, dass Marlene im Moment überhaupt in der Lage ist, jemanden an sich heranzulassen. Oder sich für jemanden zu entscheiden. Vielleicht nicht für jemanden, aber auf jeden Fall dagegen. Was genau hat sie denn gesagt? Gott, Marlene, ein guter Freund, das ist sowas wie eine verbale Kastration. Was hätte ich denn tun sollen? Ich meine, soll ich ihn anlügen? Im Moment belügst du vor allem dich selbst. Erinnerst du dich, dass du mir damals auf den Kopf zugesagt hast, ich würde Sebastian lieben? Ich hab's abgestritten. Ja. Aber was hat das mit Tristan und mir zu tun? Ach, Marlene. Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Es gibt 1000 Frauen, die ich haben könnte. Warum muss ich mich ausgerechnet in diese eine verlieben? Weil sie ein Hauptgewinn ist? Sag mir lieber, was ich tun soll, damit ich nicht ständig an sie denke. Loslassen. Nichts mehr erwarten?
Ich bin nicht blind. Ich sehe doch, was mit Tristan und dir los ist. Das ist völliger Schwachsinn. Wir sind nur Freunde. Er hat deine Karriere ins Rollen gebracht. Er hat dir die Bühne hingestellt, auf der du zum Star geworden bist. Er war für dich da, als Hagen dich für deine Schwester verlassen hat. Und er hat diese Drecksau von Vergewaltiger fast für dich abgestochen. Ich weiß das alles. Aber muss ich ihn jetzt deshalb gleich lieben? Nein, aber irgendwann ist er weg und dann wünschst du dir, du hättest es getan. Marlene, ich habe jetzt auch wirklich keine Zeit mehr. Wir sprechen uns noch. Ach so, hier, die musst du Ansgar mitbringen, wenn du aufs Schloss fährst. Die hätte ich fast vergessen. Moment mal. Kann ich Sie was fragen? Sie kennen doch meinen Vater ganz gut. Ja, leider. Ist er ein Mann, der einer Frau Blumen schenkt? Wenn es ihm etwas nützt, dann verschenkt der ganze Bundesgartenschauen. Aber er macht nie ein Geschenk ohne Hintergedanken. Und das sage ich dir nur, weil du Marlenes kleine Schwester bist. Tschüss, Kimi. Ich muss noch ins Studio. Ja, alles gut. Viel Spaß. Lanshan Enterprises Wolf? Ja, kleinen Moment. Let your tears roll down the drain. Ich finde, besondere Tage brauchen besondere Rituale. Darf ich kurz stören? Darum bekommst du ab jetzt jedes Jahr an diesem Tag eine Rose. Ich hätte was für euch. Für uns? Ja, die schenke ich euch. Pretend it's the 50s and the city's in monochrome. Wahrscheinlich sitze ich jetzt gerade neben dir und kann dir viel besser zeigen, wie glücklich ich mit dir bin. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden davon abhalten, jeden Tag dieses neuen Lebens mit dir zu genießen. Dankeschön. Danke. Bitteschön. Dein Philipp. Tschüss. Tschüss. Dream like there's no tomorrow. Dream until we never Geht doch jetzt besser. Killed by the morning sun. Killed by the morning sun. You know I'll never leave you. And you won't leave me too. Don't let the night deceive you. Marlene, zu dir wollte ich gerade. Und nicht zu dir. Du zuerst. Hör mal, das, was ich vorhin zu meinem Vater gesagt habe über dich, das war wirklich nicht für deine Ohren bestimmt. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bei dir bin. Ich will einfach nicht, dass er sich da in was verrennt. Er weiß ganz genau, was du für mich getan hast und er sieht auch, dass wir uns ganz gut verstehen. Du meinst, er sieht in mir den perfekten Schwiegersohn? Er sieht in dir den einzigen Lahnstein, den man so halbwegs über den Weg trauen kann. Vielen Dank für die Blumen. Ich wollte auch noch etwas loswerden.
Ich liebe dich. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für immer mit dir zusammen zu sein. Aber es geht nicht. Ich halte das aus. So wie es jetzt ist. Und ich will dir helfen, die nächste Zeit zu überstehen. Wie sollen wir neu anfangen, wenn wir damit alle anderen unglücklich machen? Der Preis ist einfach zu hoch. Jeden Morgen ohne dich aufzuwachen und dich in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens zu vermissen, das ist der Preis, der mir zu hoch ist. Julia, wir haben diese Chance nicht bekommen, um sie zu verschenken. Julia, bitte. Du bist so unglaublich viel mehr als nur ein guter Freund. In den letzten Monaten bist du zu einem unglaublich wichtigen Teil in meinem Leben geworden. Und ich möchte dir noch was sagen. Du bist mein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es noch einmal ohne dich aushalten soll. Dieses Gefühl, nur ein halber Mensch zu sein. Warum zögerst du denn dann noch? Weil ich meinen Sohn nicht aufgeben kann. Wenn ich jetzt mit dir gehe, dann habe ich ihn verloren. Hat er das gesagt? Ja. Glaub mir, es wird kein Tag vergehen, an dem ich nicht an dich denke und mir nicht wünschte, du wärst bei mir. Wenn ich irgendwann wieder richtig Nähe zu einem Mann zulassen kann, also falls ich überhaupt jemals wieder Nähe zu einem Mann zulassen kann, dann bist du der Erste, in den ich mich verlieben werde. Bitte schön. Danke. Und du hast deine Ringe jetzt wirklich verschenkt? Die waren doch voll teuer. Es ging nie um den materiellen Wert. Und das Pärchen war niedlich. Die haben sich total gefreut. Aber du wolltest mich was wegen Ansgar fragen. Ja. Weißt du, ob Ansgar eine heimliche Geliebte hat? Ich weiß, dass Ansgar mehr als eine Geliebte hat. Da gibt es wirklich die wildesten Geschichten. Erzähl mal. Nein, da musst du ihn schon selbst fragen. Auf jeden Fall muss diese Lady etwas ganz Besonderes sein. Er schenkt ihr jedes Jahr eine Rose. Mit so einem Text. Und ich finde, besondere Tage brauchen besondere Rituale. Darum bekommst du ab jetzt jedes Jahr an diesem Tag eine Rose. Das ist doch der Wahnsinn, oder?